Wir verwahren die Kryptowährungen, wir haben die Private Keys, um die Assets natürlich zu sichern und zu verwahren. Rechtlich gesehen, und das ist ganz wichtig herauszustellen, gehören die Assets immer dem Endkunden, der sie gehandelt hat. Ich möchte eine Public Key schicken, die involviert war in einer Terrorismusfinanzierung und diese Public Key natürlich irgendwann mal aufgeploppt ist, dann müssen wir das der FIU, also der Behörde, melden. Hey Lieben, ich spreche heute mit Philipp, dem Head of Business Development von Tangeny. Tangeny ist der Kryptoverwahrer, der mit Unternehmen wie Bitwavo zusammenarbeitet. Ich habe mit ihm den bekannten Spruch Not your keys, not your coins diskutiert. Ich wollte wissen, wem gehören eigentlich meine Kryptobestände, wenn ich sie auf einer zentralen Börse wie Bitwavo kaufe, und wie sicher sind meine Bestände überhaupt? All das und noch viel mehr ist ein sehr, sehr spannendes Thema, über das wir mal reden sollten. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Talk, und wenn du mich und den Kanal noch nicht kennst, dann klick doch jetzt auf den Abo-Button, um in Zukunft mit dabei zu sein. Mehr zur Börse Bitwavo findest du unten in den Links in der Beschreibung. Auf der einen Seite ein Video zum Bitwavo Review von mir und auf der anderen Seite findest du mehr Infos, wenn du auf den Link klickst, dann gelangst du direkt zur Börse, falls du noch nach einer passenden suchst. Viel Spaß! So, hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder jemand Spannendes zu Gast euch mitgebracht, und zwar den Philipp von Tangeny, einem Verwahrer. Wir sprechen gleich darüber. Hi Philipp, erstmal schön, dass du da bist. Guten Morgen, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir haben uns tatsächlich im Rahmen eines Bitwavo-Treffs kennengelernt, ne, Philipp? Und ich fand das so spannend, dass wir da einfach mal die Leute mit abholen müssen, was denn eigentlich so ein Verwahrer in einem dezentralen Space in der Kryptowelt macht. Kannst du uns einfach mal so wieder ein bisschen einführen? Warum gibt's euch? Wer ist Tangeny? Sehr gerne. Vielleicht ein paar Worte vorab zu mir, dass mich auch alle kennenlernen. Mein Name ist Philipp. Ich bin jetzt seit fast 3,5 Jahren bei der Tangeny, ansässig in München, verantworte bei uns Business Development und Sales, war auch Projektverantwortlicher für das Bitwavo-Projekt, worüber wir wahrscheinlich auch heute noch mal im Detail eingehen werden. Tangeny an sich, also ein paar Worte vorweg, ist ein sogenannter voll regulierter Kryptoverwahrer unter der BaFin, der Bundesanstalt für Finanzdienstleister und Finanzinstitute in Deutschland. Das heißt, wir haben eine Lizenz von der BaFin erteilt bekommen, die sogenannte Kryptoverwahrlizenz, die uns ermöglicht, im rechtlich sauberen Rahmen für Dritte, das sind Endkunden, das sind teilweise auch größere Firmen, Kryptoverwahrung zu übernehmen. Vereinfacht gesagt kann man sich Tangeny so vorstellen, als wären wir eine Bank für digitale Assets, digitale Währungen, die wir eben für Dritte verwahren und darauf aufpassen, mit neuesten und höchsten Sicherheitsstandards, Regeln, die wir natürlich einhalten im Rahmen der Regulatorik. Ich glaube, da gehen wir auch später nochmal detaillierter drauf ein. Und aber trotzdem nicht diesen Anschluss der Innovation und Technologie zu verlieren, was natürlich in unserem Bereich der Digital Assets sehr wichtig ist. Genau, Philipp, wir haben uns auch im Vorfeld unterhalten. Ich meine, Tangeny ist ja eben nicht nur für Bitwavo als zentrale Börse ein Kunde quasi, sondern auch für andere Unternehmen. Also nicht nur Börsen, sondern auch so BMW habe ich gesehen, Hugo Boss. Also was wollen denn solche Unternehmen, was haben die mit Kryptowährungen zu tun? Was macht ihr mit denen? Also handeln die mit, weiß ich nicht, mit irgendwelchen digitalen Assets? Ja, tatsächlich kann das auch vorkommen. Schön, dass die Frage gestellt wird. Ich kann gerne mal so ein bisschen Einblick geben. Tangeny an sich, wir als Company an sich sind nicht so im Vordergrund aktiv. Wir halten uns eher ein bisschen im Hintergrund und möchten halt ermöglichen, unseren B2B-Partnern eben eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre Vorhaben im Digital Asset und Web3 Space umsetzen können. Das kann sich von einem klassischen NFT-Token-Launch wie bei Hugo Boss bis hin zu Tokenisierung von Vermögenswerten handeln, die halt auch den Endkunden dann angeboten werden, aber auch tatsächlich Cross-Border Settlement und Payment-Funktionalitäten. Als Beispiel, wir haben einen Mutterkonzern in Europa mit verschiedenen Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt verteilt. Man kann sich vorstellen, dass da tagtäglich Tausende von Transaktionen in Millionenhöhe abgewickelt werden müssen, die über zig verschiedene Banken, 20 verschiedene Banken abgewickelt werden und natürlich auch dementsprechend lange dauern, mit höheren Gebühren in Verbindung gebracht werden, wo natürlich dann, wenn man sich vorstellt, so eine Transaktion mit Hilfe von Stablecoins abzuwickeln, innerhalb von Sekunden abgewickelt werden kann und eine Handvoll und sehr viele Intermediäre einfach eliminiert werden und dadurch Effizienzsteigerungen erzielt werden in solchen Corporates und größeren Companies, die davor noch nicht wirklich zu erzielen waren. Also es gibt verschiedenste Anwendungsfälle und unser Ansporn ist halt wirklich, eine Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die regulatorisch sauber und sicher,
aber halt auch ja, innovativ gedacht solche Vorhaben unterstützt und tatsächlich auch umsetzen kann. Äh, Wenn wir jetzt auf das Thema Bitwavo und Verwahrung eingehen. Ich kann mal kurz eine Slide teilen, die du mir mitgegeben hast. Und zwar kannst du einfach mal erklären für einen Nutzer. Also ich bin Nutzer bei Bitwavo und ich habe mich immer so gefragt, es gibt ja diese Philosophie, not your keys, not your coins. Und jetzt möchte ich natürlich wissen, weil man da schon sich so ein bisschen aufhängt an dieser Philosophie, wenn ich jetzt bei Bitwavo Kryptowährungen kaufe, wem gehören die Kryptowährungen dann? Also einfach mal aus rechtlicher Sicht, was für Rechte habe, was für Ansprüche habe ich und wer hat die Keys? Und da möchte ich mal so ein bisschen von dir so ein bisschen die Wallet-Infrastruktur kennenlernen. Sehr gerne. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das nochmal zu beleuchten und vielleicht von Grund auf nochmal zu erklären. Also prinzipiell, wie schon gesagt, ist Tangeny ein regulierter Kryptoverwahrer. Ein regulierter Kryptoverwahrer macht in der Essenz nichts anderes, außer für Dritte Private Keys zu generieren und diese sicher zu verwahren und damit halt den Zugang zu den Digital Assets auch sicher zu verwahren. Was wir bei Bitwavo auf die Beine gestellt haben, ist ein voll reguliertes Setup. Das heißt, Bitwavo als Exchange aus den Niederlanden möchte ihr Produkt, ihre Applikation in Deutschland auch an den Markt bringen und deutsche Endkunden daran ja, partizipieren lassen, dass sie halt zu diesen günstigen Fees und zu dieser kompletten Wertschöpfungskette, die Bitwavo halt eben anbietet, auch handeln können. Wenn jetzt ein Endkunde sich auf Bitwavo registriert, sich die Applikation runterhält oder auch im Web-Frontend eben sich registriert, wird ein sogenanntes KYC durchgeführt, Know Your Customer. Das heißt, wir müssen rechtlich auch prüfen, wem wir denn diese Kryptowährungen natürlich verwahren. Wir müssen den Endkunden kennen, er muss sich ausweisen und verifizieren können. Das findet im Onboarding-Prozedere statt. Und der Endkunde muss natürlich dann auch gewissen Terms and Conditions, also allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen, darunter den von Tangeny, der Sutor Bank, die hier in dem ganzen Setup die Fiat-Seite abbildet. Das heißt, wenn Endkunden von ihrem Konto auf Bitwavo ihr Fiat schicken, ihre Euros schicken und einzahlen, werden die bei der Sutor Bank auf der traditionellen Seite verwahrt. Und die dritte Partei, Hive natürlich in dem Setup, das ganze Setup heißt ja auch Bitwavo powered by Hive in Deutschland, die regulatorische Seite für den Handel tatsächlich abwickelt. Also es sind diese 3 Parteien, die in dem Setup zu finden sind und die quasi alle für sich ein voll komplett reguliertes ja, Setup mit sich bringen und damit halt Bitwavo den Zugang ermöglicht haben, nach Deutschland hinein ein voll reguliertes Offering aufzubauen. Das heißt nochmal von vorne hinein gesprochen, der Endkunde registriert sich auf der Bitwavo-Applikation, durchläuft ein KYC, stimmt allen allgemeinen Geschäftsbedingungen von den 3 Partnern zu und kann dann anfangen, wie gewohnt, ganz einfach sein Fiat einzuzahlen, welches dann auf dem Bitwavo Frontend natürlich auch angezeigt wird und gewohnt die 320, glaube ich, aktuell gelisteten Coins traden kann. Wenn wir jetzt als Beispiel einen Was Bitcoin-Trade macht jetzt ihr? Also, wo seid ihr jetzt von Tangeny also not your keys, not your coins. Also, was macht ihr von genau, Tangeny in dem Fall speziell? sehr gerne. Angenommen, der Kunde kauft jetzt eben einen Bitcoin oder anteilig ein Bitcoin im Wert von 10.000 €, wird natürlich dem Kunden sofort in seinem Frontend, in seiner Wallet, wie auch in der Bitwavo-App angezeigt, der Bestand angezeigt. Diese Bitcoin werden dann tatsächlich bei uns als regulierten Kryptoverwahrer verwahrt. Das heißt, wir sind die Partei, die dann für den Kunden Max Mustermann beispielsweise diesen anteiligen Bitcoin tatsächlich in der Wallet-Infrastruktur hält. Max Mustermann sich natürlich nicht drum kümmern muss, wie er sein Private Key verwahren braucht. Also eben der Slogan Not Your Keys, Not Your Coins ein bisschen aufgeweicht wird und eigentlich hinfällig wird, weil eben ein regulierter Kryptoverwahrer dahinter steht, der sich darum kümmert, die Bitcoin für die Kunden zu halten, sicher zu verwahren und dann natürlich auch zu transferieren, falls das gewünscht ist. Das heißt aber, ihr habt die Schlüssel, aber die Kryptowährungen gehören trotzdem am Ende immer dem Nutzer, richtig? Absolut korrekt. Wir verwahren die Kryptowährungen, wir haben die Private Keys, um die Assets natürlich zu sichern und zu verwahren. Rechtlich gesehen, und das ist ganz wichtig herauszustellen,
gehören die Assets immer dem Endkunden, der sie gehandelt hat. Egal was passiert. Angenommen, Tengni würde in eine Insolvenz geraten, ähm, warum auch immer, hat der Endkunde immer den Anspruch auf seine Assets, weil die Assets selber, die wir verwahren für Dritte, komplett ausgenommen sind von der Insolvenzmasse, falls Tengni irgendwann etwas mal zustoßen sollte, was auch regulatorisch oder halt auch rechtlich abgesichert ist. Das würde mich nämlich interessieren, Philipp. Und zwar, es ist ja so, dass in Deutschland gilt die gesetzliche Einlagenversicherung. Das heißt, ich habe Fiat-Geld bis zu 100.000 Euro bei der Bank liegen. Jetzt geht die Bank pleite, insolvent oder ich weiß nicht, irgendwas passiert, Bank ausrauben, wird gehackt, was auch immer. Und da greift ein Versicherungsschutz rein rechtlich. Wie ist das bei Kryptoeinlagen auf der anderen Seite? Also, ich meine, wenn die mir gehören, aber ihr sie nur verwahrt, wie wollt ihr das sicherstellen? Genau, also die Analogie zum Einlagensicherungsschutz ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Wie du sagtest, 100.000 € in Deutschland. Wenn ich als Endkunde jetzt 1.000.000 € meiner Bank habe und ich mich sehr glücklich schätzen darf darüber, aber die Bank natürlich dann in ungünstig gerät und halt Insolvenz anmelden muss, werden halt nur die 100.000 € vom Staat im Rahmen der Einlagensicherung rückerstattet oder halt geschützt. Die restlichen 900.000 wären in dem Fall passé und nicht mehr vorhanden. Mhm. Das ist bei uns als Kryptoverwahrer anders. Jeder einzelne Euro, der bei uns in der Verwahrung liegt, im Gegenwert der Kryptowährungen, gehört dem Endkunden. Wir haben mit dem Bestand der Endkunden nichts zu tun. Ist nicht Bestandteil der Insolvenzmasse, falls Tengini insolvent gehen würde. Die Endkundenassets sind wirklich rechtlich zu 100% immer dem Endkunden zugeordnet und gehören ihm auch. Also, der Anspruch ist nach wie vor da und, ja, die Endkundenassets würden dann in dem Fall der Fälle natürlich dem Endkunden zugeschrieben und ausgezahlt werden. Gibt es einen speziellen Schutz? Also, wie wollt ihr sicherstellen, dass die Kryptobestände verwahrt sind sicher? Also, gibt es Versicherungen oder was macht ihr da so? Mhm. Ja, prinzipiell ist natürlich unsere Infrastruktur immer den höchsten Standards angelehnt. Wir haben jährliche ISO-Zertifizierungen, die wir durchführen. Wir updaten unsere Hardware-Infrastruktur, um die Wallets zu bedienen, natürlich je nach Technologiestandard und Niveau. Zusätzlich dazu gibt es eine dezidierte Digital Asset Insurance, die wir haben als globalen Account Tangany mit einem der größten Versicherungsgebern dieser Welt, die wir selber tatsächlich entwickelt haben, die Police zusammen mit dem Versicherungsgeber. Das heißt, falls wir in irgendeiner Art und Weise auch einen Hackerangriff unterliegen sollten, und wichtig hier zu erwähnen, unsere Infrastruktur, Wallet-infrastrukturseitig ist losgelöst von den API-Seiten, die wir halt auch Bitwavo zur Verfügung stellen, um natürlich mit uns zu kommunizieren. Aber falls irgendetwas passieren sollte auf Ebene der Wallet, was natürlich in Theorie immer möglich ist, aber rein faktisch unmöglich ist, greift der sogenannte Versicherungsschutz dieser Digital Asset Policy, die wir haben, als zusätzlichen Faktor der Sicherheit, die wir gerne eben am Markt hegen und pflegen und ja, der auch natürlich sehr gerne angenommen wird von unseren Partnern. Ähm, Wie ist es jetzt beim Thema Staking? Also, Bitwavo bietet ja auch Rewards an, also ehemals Staking, heißt es Rewards. In Deutschland sind es derzeit, ich glaube, 10 Assets roundabout, Bitcoin, XRP und so weiter. Wie funktioniert jetzt so ein zentraler Staking-Service, also bei euch? Und wie arbeitet Tangeny, habe ich mich gefragt, mit einem Validator zusammen? Also, wie Mhm. macht ihr das? Auch eine super spezifische Frage. Ich würde vielleicht erst mal damit beginnen, du hast es richtig erwähnt, wir haben im Bitvaro-Setup die Möglichkeit und du sagtest das korrekt, ich glaube, es sind mittlerweile 12 verschiedene Assets, wo wir ein Reward-Programm anbieten. Das heißt, Kunden, die diese 12 Assets halten in ihrem Bitvavo-Account, die berechtigt sind, quasi einen Reward dafür zu erhalten und diese Assets in Staking-Protokolle oder Reward-Protokolle und Programme geben, erhalten schon im gewissen Fixum eine wöchentliche Ausschüttung als Reward also im Asset selber. Wir als Tangany haben auch aktiv ein Staking-Offering, was wir aufgebaut haben. Und zwar haben wir eigene Validatoren, die wir selber betreiben, aber haben auch geprüfte und ja, sehr in Feinarbeit ausgearbeitete und geprüfte Staking-Validatoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Das heißt,
ganz wichtig hier. Mit was für Knoten betreibt ihr so? Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das würde mich interessieren. Welche Netzwerke habt ihr so von Tangeny? Gerne, also wir prinzipiell unterstützen wir mit diesen 320 Coins und Token, die wir für Bitwavo auch anbieten in der Verwahrung, eben 320 Protokolle und Netzwerke, die wir halt auch ansprechen müssen. Das heißt, wir betreiben selber Nodes. Also Genau, wir müssen natürlich in der Lage sein, mit diesen Netzwerken zu kommunizieren und dann halt als Verwahrer, als Wallet-Infrastruktur natürlich auch mit dem Netzwerk jeweils zu kommunizieren. Und natürlich bieten wir nicht für alle diese Netzwerke Staking an. Aktuell sind es eben diese besagten 12 Assets im Bitwavo-Setup und XRP zum Beispiel, Cardano, das heißt, ihr betreibt diese ganzen Solana, Nodes. Cardano, Ethereum, genau, richtig. Cool. Okay, Und interessant. haben aber natürlich intern unter Compliance und Risikometriken Prozesse aufgesetzt, wie wir Risk Management im einen und dann auch Liquidation präferieren und schauen, wie wir halt die Liquidität schieben und natürlich adjustieren müssen. Das heißt, wenn wir Endkunden haben auf der Bitwavo-Plattform, die gerne in dem Staking-Reward-Programm teilnehmen wollen würden, gehen wir als regulierter Verwahrer her und können entscheiden, wie wir zu verschiedenen Validatoren natürlich delegieren, die Metriken anpassen, damit unsere Risk-Metriken im Einklang sind und dann für den Endkunden aus der regulierten Verwahrung heraus eben Staking anbieten können. Ganz wichtig hierbei, die Assets verlassen nie unsere Infrastruktur. Sie werden ja nur delegiert. Wir sind nach wie vor als regulierter Verwahrer die Partei, die über die Private Keys verfügt und damit auch über die Assets verfügt. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen. Wir geben zu keinem Moment in der Zeit, in der Strecke jegliche Kontrolle an den Assets ab. Sonst würden wir das auch natürlich oder würden unserer Pflicht als regulierter Verwahrer dann auch nicht mehr nachkommen können. Das ist ganz wichtig zu erwähnen. Das heißt, ihr delegiert auch an andere Validatoren, um natürlich auch das Thema jetzt mit Zentralisierung, Dezentralisierung, da auch einfach so ein gewisses Konsensusmodell auch einzuhalten. Und trotzdem versucht ihr, also ich meine, ich kenne das ja im Grunde von Non-Custodial Staking, dass man beispielsweise so Slashing-Risiken hat für Validatoren. Das versucht ihr irgendwie zu reduzieren, aber das ist nicht ausgeschlossen, oder? Natürlich nicht. Also jegliches Staking-Vorhaben kommt mit seinen Risiken einher. Darauf wird ja auch jeder Endkunde bevor er in Staking und in Reward-Programm zustimmen möchte, auch hingewiesen. Das ist klar. Wir können gewissen Slashing-Risiken natürlich nicht umgehen. Die sind einfach vorhanden. Und auch Protokolle oder Risiken aus Protokollen heraus können wir natürlich nicht umgehen. Allerdings, wie gesagt, haben wir dort diese Prozesse und die Risikometriken, die wir intern festgelegt haben und einhalten, um gewissermaßen solchen Events und Eventualitäten eines Slashings vorherzukommen und dann halt auch wieder die Assets abzuziehen und wieder einfach nur in der regulierten Verwahrung zu halten, ohne jetzt Staking zu betreiben. Als regulierter Verwahrer, Philipp, habt ihr auch mit der Mika-Verordnung, das war das Stichwort, so ein bisschen zu tun. Was mich interessieren würde, die greift ja ab 2025. Also es ist ja ein sehr sensibles Thema mit den Nutzerdaten, frage ich mich. Was müsst ihr als Verwahrer auf der einen Seite erfüllen und welche Informationen von den Benutzern gebt ihr auch weiter an Behörden zum Beispiel? Also jetzt sind wir wieder bei dem Thema wie Zentralisierung, Dezentralisierung, Kontrolle. Ja, vielleicht nochmal kurz als Einführung. MiCA, Markets in Crypto Assets Regulatory Framework, ist ein regulatorischer Rahmen, der in Kraft tritt und für alle Player im Markt, die irgendwas mit Digital Assets zu tun haben, Relevanz hat. Wir als Tangeny sind bereits, ja, wie schon erwähnt, unter der BaFin regulierter Kryptoverwahrer. Die Kryptoverwahrung, die BaFin damals ins Leben gerufen hat, ist so ein bisschen auch der Blueprint gewesen für die Verordnung auf europäischer Ebene für die MiCA. Das heißt, wir haben irgendwo einen kleinen Vorsprung in der Hinsicht, dass wir viele Anforderungen, die MiCA auch mit sich bringt, bereits schon erfüllen. Die weiteren Anforderungen, die wir natürlich erfüllen müssen für MiCA, haben wir schon umgesetzt und warten quasi darauf, dann jetzt aktuell die MiCA-Erlaubnis auch zu bekommen. Sehen uns da relativ weit vorne und würden gerne natürlich dann Anfang nächsten Jahres dann auch mit unserem MiCA Qualified oder MiCA Regulated Offering an den Markt gehen. Pflichten, die mit der MiCA einhergehen, sind
weitestgehend, wie gesagt, schon abgedeckt durch die regulierte Krypto oder durch den Krypto Verwahrregulatorik in Deutschland. Das heißt, wir müssen Pflichten nachgehen wie KYT, also Know Your Transactions, und AML-Regeln, also Geldwäschevorschriften, die wir einzuhalten haben. Wir screenen jegliche Transaktionen, die ein- und ausgehen auf unserer Wallet-Infrastruktur von Endkunden. Und wenn da Auffälligkeiten auftreten und gewisse Scores, die wir natürlich auch tracken, ähm, aufploppen, müssen wir das der FIU, also der Behörde, melden und im Zweifel dann tatsächlich auch die Transaktionen stoppen beziehungsweise ja, einfrieren und dann dem Endkunden erstmal fragen, woher denn die Transaktion bitte entsteht, etc. pp., um unseren Geldwäscheanforderungen einfach hinterherzukommen, genau. Was wäre denn so ein Beispiel fürs Einfrieren? Also, ich finde es ja auch immer so, dass ja diese große Sorge oder Bedenken, die man häufig hat, so bei der Bank wird mein Geld eingefroren und es gibt vielleicht manchmal nicht mal einen Grund dafür. Ja. Und jetzt ist genau das dieses Argument so, also, was ist für euch auffällig, sodass man jetzt irgendwie Angst haben muss: „Oh Gott, meine Kryptobestände werden eingefroren?“ Nein, um Gottes Willen, so ist es jetzt, allzu dramatisch ist es nicht, wenn ich jetzt meine Funds, irgendwo verschicken möchte und ich natürlich nachweisen kann, an wen die gehen, ist alles gut. Aber wenn natürlich Auffälligkeiten, auftreten, wie zum Beispiel, ganz drastisch gesprochen, ich möchte eine Public Key schicken, die involviert war in einem, ja, in einer Terrorismusfinanzierung und diese Public Key natürlich irgendwann mal aufgeploppt ist und auch in 'nem abgelegt ist in 'nem Datensatz, wo wir nachvollziehen können, dass dieser Public Key vielleicht auch aus Nordkorea als sanktioniertes Land stammt, müssen wir natürlich als regulierter Verwahrer auf die Spuren gehen und sagen: „Lieber Endkunde, warum möchtest du da jetzt hin transferieren? Was sind die Hintergründe?“ Und können nicht Mhm. ohne Bedenken diese Transaktion durchführen. Ist es schon mal passiert, Philipp? Also, habt ihr schon mal solche Fälle gehabt? Tatsächlich, nicht. Also, wir haben gewisse Metriken, die wir natürlich einhalten, wie gesagt, und auch Scorings, die wir durchführen für jede Transaktion und bisher gab es Gott sei Dank keine Auffälligkeiten. Es gibt manchmal regelmäßige Stichproben, die wir durchführen müssen. Das ist auch eine regulatorische Anforderung, der wir nachkommen. Das heißt, einfach teilweise stichprobenartig Transaktionen noch mal manuell zu prüfen und wenn da Auffälligkeiten oder kleinere Auffälligkeiten auftreten, dann mit dem Endkunden in Verbindung zu treten. Das löst sich aber dann meistens innerhalb von Tagen nach einem simplen Austausch und einer argumentativen Grundlage und dann, genau, sind, glaube ich, beide oder alle Parteien glücklich. Philipp, was würdest du jetzt so sagen, wenn du den Spruch noch mal so hörst, dieses typische Argument: „Not your keys, not your coins.“ Wenn jemand fragt: „Wie sicher sind meine Kryptowährungen bei einer zentralen Börse wirklich?“ Was würdest du dem jetzt so abschließend antworten? Auf was muss er achten? Sind die Vorteile? Mhm. Was würdest du ihm entgegnen? Absolut, berechtigte Frage. Not your keys, not your coins ist der Slogan, der, glaube ich, seit eh und je im Web3-Space, zu finden ist. Ist auch per se absolut berechtigt, diesen Slogan als oberste Instanz quasi zu leben. Wenn ich jetzt, auf einer Börse oder auf 'ner Exchange handeln möchte, die zum Beispiel, ja, offshore auf irgendwelchen Steuerparadiesen, sitzt und gar keine Regulatorik bei den jeweiligen, oder in den jeweiligen Jurisdiktionen herrscht, würde ich mir schon die Frage stellen, ob meine Assets, die auf dieser Börse verwahrt werden, tatsächlich sicher sind und, würde vielleicht trotzdem hinterfragen, vielleicht auch die Assets dann abzuziehen in meine Self-Custody, in meinen Ledger, den ich selber verwahre et cetera pp. Wenn ich allerdings jetzt ein Offering anschaue, wie das solche von Bitvaro, powered by Hive, in Deutschland ansässig. Es sind 4 regulierte Player, die dieses Offering auf die Beine stellen. Es gibt Versicherungen, die dezidiert, wirken und in Kraft sind, wo ganz klar ein Reglement und ein Regelwerk herrscht, wem welche Assets zu welchem Zeitpunkt gehören. Muss ich sagen, dass der Slogan „Not your keys, not your coins“ abgeschwächt wird und ich mich als Endkunde natürlich, immer noch die Frage stellen kann, ob ich das möchte, dass jemand, auf meine Assets aufpasst und die verwahrt. Aber ich kann ruhigen Gewissens mich auch zurücklehnen und sagen: „Hey, da ist ein regulierter Kryptoverwahrer dahinter, die unter einem gewissen Regime reguliert sind, 'ne Lizenz haben. Ich kann mich zurücklehnen und meine Assets auf der Plattform behalten, weil ich weiß, dass ein Player dahinter steht, der einfach,
drauf aufpasst und im Zweifel, wenn irgendwas passiert, ich immer rechtlich den Zugriff auf meine Assets besitze und ich der Eigentümer von diesen bin. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Also, auch was das Thema Verwahrung angeht von Kryptowährungen. Wo merkst du auch, da siehst du den Bedarf oder auch, Anliegen? Klar, irgendwo ist es auch gewissermaßen natürlich in unserer Verantwortung als innovatives Unternehmen wie jetzt Tengeni, dass wir verschiedene weitere Dienstleistungen anbieten, wir die Komplexität rausnehmen, vielleicht auch weitere DeFi-Anwendungen dann unter dem regulatorischen ähm, quasi Mantel und unsere regulatorischen Dienstleistungen ermöglichen, dass auch eine Bitwavo beispielsweise mehr DeFi-Anwendungen für den Endkunden anbieten kann. Oh, Und das wäre somit cool. So Lending meinst du, oder? ja, ich möchte nicht zuvorkommen, Non-custodial aber es Staking. genau. All solche Themen sind Themen, an denen wir arbeiten. Staking ist, wie gesagt, schon live. Staking aus 'ner regulierten Infrastruktur ist in meinen Augen 'ne wunderbare Sache. Der Endkunde muss sich nicht drum kümmern, jetzt seine Assets abzuziehen und über komplexe Wege sich mit Protokollen zu verbinden und dann selber zu delegieren. All das wollen wir als regulierte Instanz halt für den Endkunden übernehmen. DeFi-Anwendungen, die jetzt in Zukunft wahrscheinlich auch kommen werden unter dem regulierten Mantel. Das wünsche ich mir schon aus unserer Warte. Liegt auch in unserer Hand. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran. Natürlich im Rahmen des Machbaren unter dem regulatorischen Rahmen. Und mit Mika wird sicherlich eine spannende Zeit für alle beginnen. Der regulierte Bereich wird ausgeweitet. Es werden größere Player wie Banken und größere Institutionelle in den Markt kommen. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, Spieler, Companies und Institutions, die am Anfang dem ganzen Kryptothema sehr skeptisch eingestellt waren, haben jetzt durch Mika ein deutlich besseres Gefühl, setzen sich mit den Thematiken auseinander. Tangeny als regulierter Verwahrer ist da sehr nah dran. Wir arbeiten mit diesen Parteien zusammen und dementsprechend kann man auch sagen, dass aus Endkundenperspektive die Adaption, die tatsächliche Adaption, von denen alle immer reden, jetzt durch so einen regulierten Rahmen auch deutlich schneller vorangetrieben werden als zuvor. Und ja, ich glaube, die nächsten 2, 3 Jahre werden sehr spannend werden, die jetzt auch Mika Fuß fassen wird und der Markt auch darauf reagieren möchte und reagieren wird. Das heißt, so 'n schönes Szenario wäre vielleicht, in einem Jahr vielleicht oder 1, 2 Jahren 'n Bitwavo zusätzliches Feature, DeFi und dann ist im Grunde so neben, BMW und Hugo Boss und Co. und die ganzen Unternehmen, die in dem gleichen Pool sind mit Liquidität, es sind wieder einzelne Privatnutzer von uns und, handeln Kryptowährungen hin und her. Das wäre so 'ne Vorstellung, die möglich wäre, oder? Absolut, absolut. Und da, wenn man diese Vorstellungskraft mal 'n bisschen ausweitet und vielleicht das komplette Ökosystem mal öffnet, 'n Endkunde auf Bitwavo Bitcoin kauft und diesen Bitcoin vielleicht auch nutzen möchte, um bei verschiedenen anderen größeren Playern im Markt Zahlungen zu tätigen, wird das alles in Zukunft kommen. Und es wird ein Ökosystem werden, was stetig wächst und viele verschiedene Möglichkeiten damit einhergehen. Also ganz klar ja. Mhm. Ja, vielen, vielen lieben Dank für die Einblicke. Also, macht auf jeden Fall gleich wieder Laune, sich mit dem Thema näher zu beschäftigen und, ja, da sind die Gedanken auf jeden Fall groß. Ich danke dir für die Einblicke und, ja, wenn ihr da draußen noch speziell Fragen habt an mich oder an den Philipp von Tangeny, schreibt gerne eure Gedanken unter das Video drunter. Ja, und ansonsten, Philipp, danke dir für die Zeit. Danke auch. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Steffi.